Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich habe euch ja jetzt mal meinen Rucksack vorgestellt, wie ich den im Sommer packe, was ich da mitnehme, was meines Erachtens Sinn macht, wenn man im Sommer wandern geht oder kleine Bergtouren, so wie ihr die auf meinem Kanal findet. Ich habe euch meine Kraxen vorgestellt, dass man mal sieht, okay, das ist die Alternative, die für mich besser ist als der Rucksack, und habe es entsprechend mal grob gezeigt und begründet. Dafür habe ich mir sehr viel selber bauen müssen, weil man ganz viele Sachen nicht zum Kaufen kriegt oder dann viel zu groß, viel zu klein, einfach nie richtig. Heute zeige ich euch, wie man Rucksackriemen selber herstellt. Das ist total einfach und man spart A Geld, B Zeit, bis man dann ständig rumsucht. Ich baue mir das jetzt genauso, wie ich es haben möchte. Ich baue jetzt ein kleines bisschen die Kamera um, dann kann man das besser sehen und dann schaut mal, wie einfach das geht. Ich zeige euch heute mal, wie man einen Gurt herstellt. Ich habe jetzt stellvertretend dafür was verwendet, das brauche ich in der Arbeit. Ist aber dasselbe Prinzip, wie wenn ich mir einen Rucksackgurt mache. Es gibt dafür die Kunststoffschließen. Das ist jetzt im Endergebnis eine, die kann man nicht in der Länge verstehen. Da ist eine, die hat dann noch mehr Durchführung. Die kann man dann in der Länge verstehen und spannen. Ich werde in dem Fall beide verarbeiten. Darum zeige ich euch das heute nicht anhand von einem Rucksackgurt, sondern anhand von dem Gurt für den Schuh. Wichtig ist, dass man da die Länge aber richtig abmisst. Ich möchte, dass nachher die Schließe da außen sitzt, aber das kann ich ja später noch verschirmen. Entsprechend die Länge feststellen tut man, indem man da 2 cm überlappt. Die brauche ich zum Verschweißen. Verschweißen sind wir schon beim Thema. Es muss, also in dem Fall ist es ein Polypropylen-Gurt. Und die Länge stelle ich fest, indem ich jetzt da hergehe und wieder die 2 cm umlege. Und am Ende von meinem Finger werde ich das Ganze jetzt kürzen. Das war der erste Schritt. Für den nächsten Schritt nehme ich jetzt einen Schuh wieder raus und zeige euch, wie ich das Ganze miteinander verschmeiße. Das macht jetzt da unten ein bisschen auf und ich muss dann schon jetzt diese Kaminwirkung, unten ist ein bisschen weiter offen wie oben, die nutze ich jetzt und lasse da dazwischen die Flamme rein. Die schmelzt den an. Jetzt heißt es Zahndrucker, nichts an die Finger bringen und mit der Zange verpressen. Das ist der ganze Zauber. Das hält wunderbar und wenn man aufpasst, verbrennt man sich ja die Finger nicht. Jetzt mache ich das runter. Ich muss aber jetzt aufpassen. Es ist von Vorteil, wenn man die richtig einfädelt. Macht da herum dasselbe. Da muss ich jetzt den Gurt ein bisschen durchziehen in dem Fall. Darum ist es besser, wenn man es ein bisschen flexibel hält. Ich schmelze jetzt da unten wieder rein. Der Gurt dreht sich leicht auf. Und dann heißt es nur schnell sein und verpressen. Das war der ganze Zauber. Ich habe jetzt den Schuh wieder reingesteckt. Normal ist es immer total umständlich, dass man den Gurt da oben drüber bringt. Ich habe den jetzt ein bisschen lockerer gemacht. Durch das, dass ich eine starre Schließe hergenommen habe, kann man der runterrutschen. Da kommt jetzt im letzten Schritt dann ein Gurtband so rum. Es wird wieder genauso verschmolzen und fixiert es dann mit dem Gurtband, das jetzt da rumkommt. Das ist der nächste Schritt. Wer das sehen möchte, kann gerne weiterschauen, aber im Prinzip ist immer das Gleiche. Anschmelzen, verpressen. Das ist alles. Ich mache jetzt einmal die hintere Schließe, da muss ich jetzt wieder die Länge abmessen. Zeige euch gleich, wie das geht und dann geht es weiter. Ich habe jetzt eine von den Schließen, die innen festgemacht werden, da kann man nichts mehr ändern. Und außen wird die dann durchgefädelt und einmal zurück. Und damit kann man die spannen oder halt wieder locker machen. Wichtig ist jetzt, dass man sich überlegt, die Schnalle möchte ich ja außen am Schuh haben, also muss das mit denen zweimal durchfädeln, muss dann außen her. Jetzt geht es wieder los, dass ich das auf der anderen Seite durchstecke, wieder entsprechend umlege
und das Verschmelzen geht wieder los. Ich zeige euch das nochmal, wer es noch nicht gescheit gesehen hat. Die Zange liegt parat und zwar offen. Es muss wirklich dann schnell gehen. Ihr erhitzt es wieder dazwischen, bis sie die Seiten auftrat. Dann heißt schnell sein, nichts an die Finger bringen und verpressen. Wer sich nicht sicher ist, soll er dafür vielleicht einen Stoffhandschuh anziehen. Jetzt wird es dann einfacher, weil mit der Länge, mit dem verstellbaren Gurt, geht es natürlich nicht so übergenau. Ich stelle mir jetzt vor, ich tue den da durch und ich möchte ein paar Zentimeter zum Spannen haben. Außerdem werde ich das Ende umlegen und verschmelzen, dass das nicht immer aus Versehen rausrutscht. Also die Länge habe ich jetzt eigentlich schon einen Knick drin. Da kürze ich den Gurt wieder. Und jetzt kann ich es gleich umlegen, weil das geht auch doppelt durch. Das ist ein bisschen eine Fummelei. Oder ich stecke es eben durch, so wie es dann gehört. Ziehe ihn ein bisschen fest. Form das ein bisschen vor. Da ist es nämlich so, das kann man dann nicht mehr mit den Fingern festhalten. Ihr erhitzt es wieder, presst es kurz an und verschmelzt das Ganze miteinander. Der ganze Zauber ist vorbei. Ich habe einen verstellbaren Gurt dran. Und damit man der nicht runterrutscht, kommt jetzt da vorne noch eine Sicherung rum. Da könnt ihr natürlich auch einfach ein Stück als Schnur hernehmen. Und ich überlege mir gerade, das mache ich nicht mit Gurt, aber ich kann natürlich auch theoretisch den Gurt so verschmelzen. Ich mache das jetzt einmal, man glaubt nur, was man sieht. Er dreht sich wieder leicht auf, kurz anpressen und verpressen. Und das war's. Jetzt habe ich eine Schlaufen, wo ich mit dem Gurt durch kann. Und das Ganze wird mir nicht nach vorn runterziehen. Das hält wunderbar, das muss keine 300 Kilo aushalten, sondern einfach nur den Gurt an Ort und Stelle halten und die Schließe festhalten. Ich mache meine Rucksackgurte alle so. Ihr seht, das ist jetzt richtig kompakt dran. Und ich werde da oben kann ich noch immer wieder spannen, wenn der Fuß drin ist, ist das noch stabiler. Und da schlüpft man dann nicht aus Versehen raus. Entscheidend ist für mich gewesen, früher die Gurte hat man immer durchfahren müssen. Und dann hast du einfach das Problem, du musst ja, wenn du fertig bist mit der Arbeit, schnell aus dem Ding da rauskommen. Und dann sind die Gurte immer in die flüssige Spachtelmasse reingehängt. Darum habe ich euch das einmal an dem Schuh gezeigt. Das ist deutlich aufwendiger zum Herstellen wie ein einfacher Rucksackgurt. Und die Tatsache, dass man den oberen nachspannen kann, das ist halt jetzt wirklich praktisch. Vielleicht könnt ihr es einmal für euren Rucksack brauchen, dass ihr euch selber so einen Gurt machen wollt. Oder einfach nur, weil man oben noch was draufspannen möchte. Komischerweise kriegt man die ja nie in der richtigen Länge. Und wenn, dann kosten die kurzen 4,95 und die längeren, die kosten dann 9,95. Und wenn es gnädig sind, kriegt man noch einen Doppelpack. Also bei mir geht der Trend immer mehr zum selbermachen. Da habe ich nämlich anschließend das, was ich möchte. Und wenn es schief geht, dann war ich wenigstens selber schuld. Bis zum nächsten Mal. Euer Rucksacktaxi. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.